warum gute Vorsätze oft genug nicht funktionieren, weil wir versuchen, auf einer menschlichen Ebene etwas zu lösen, was auf einer geistigen Ebene gestartet ist. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs im Wundern. Ich freue mich, dass du jetzt in der ersten Folge im neuen Jahr wieder dabei bist. Ein fröhliches und friedliches neues Jahr wünsche ich dir. Möge es voller Wunder für dich sein und für alle auf dieser Welt. Mögen wir alle Wunder abrufen, die Gott seit Anbeginn der Zeit für uns bereithält. Nur wir sperren uns oft noch dafür, weil wir an eine andere Wahrheit glauben als die geistige, die Gott uns aufzeigen will, wenn wir es denn nur so zulassen. Und ein Kurs im Wundern, das ist ja unser guter Freund, den wir hier immer wieder nutzen im Happy Cool Love Podcast, zeigt uns auf, wie wir von diesem Ego-Angst-Denksystem zurückfinden in ein liebevolles Denksystem, wo alle Wunder für uns bereitstehen. Also, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und weil das neue Jahr gerade angefangen hat, möchte ich mit dir über gute Vorsätze reden, weil ich glaube, irgendwie, ob wir es wollen oder nicht, gibt es immer dieses Thema von guten Vorsätzen im neuen Jahr. Was nimmst du dir fürs neue Jahr vor? Was lässt du im Jahr 2025? Was willst du anders machen im neuen Jahr? Und ein Kurs im Wundern hat auch eine Idee darüber, wie wir Dinge anders machen können, nicht über die guten Vorsätze per se, weil es wird nicht so konkret im Kurs, das merkst du vielleicht, dass es nicht um konkrete alltägliche Lebenssituationen geht in diesem Sinne. Also was machst du mit dem neuen Jahr, was machst du mit guten Vorsätzen? Aber es gibt so allgemeine Grundsätze, die uns der Kurs gibt, die wir dann auf unsere konkreten Erlebnisse im Alltag anwenden können. Und für die guten Vorsätze, weil wir da immer oft ins Tun gehen, ich möchte etwas anders machen, heißt es da ja, könnten wir uns zumindest einen Grundsatz aus einem Kurs in Wundern nehmen, wo es um die Verantwortung für unsere Gedanken geht. Dorthin wollen wir heute mal gehen. Und apropos Verantwortung für deine Gedanken übernehmen, falls du auch immer wieder üben willst, Verantwortung für deine Gedanken zu übernehmen, macht es Sinn, durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern zu reisen. Du hast wahrscheinlich, falls du den Kurs besitzt, gesehen, dass der Kurs in 3 Teile aufgeteilt ist, in ein Textbuch, in ein Übungsbuch und in ein Handbuch für Lehrer. Und in dem Übungsbuch hast du für jeden Tag des Jahres eine Lektion. Und jetzt heute, am 6. sind wir bei Lektion 6, wo es darum geht, dass wir anerkennen, dass wir uns eigentlich nie aus dem Grund aufregen, den wir meinen. Da geht es wieder um Verantwortung tragen für unsere gedanklichen Abläufe und nicht irgendwie Verantwortung in die Welt zu projizieren und unserem Ego zu glauben, dass wir immer wieder gute Gründe haben, warum die Welt unser Problem ist. Und falls du das systematisch machen willst, mit einer Gruppe gemeinsam, habe ich das Projekt 365 Tage Wunder ins Leben gerufen. Dort reisen wir gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern in 2 verschiedenen Varianten. Entweder begleite ich dich durch einen Podcast durch das Übungsbuch, die Lektion pur, oder wir treffen uns gemeinsam alle 2 Wochen auf Zoom um 19 Uhr am Donnerstag, um die Lektion gemeinsam nachwirken zu lassen. Oder du nimmst tatsächlich das Paket, da hast du die Audios und die Treffen. Also, falls du Lust hast, in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu reisen dieses Jahr, kann ich dir 365 Tage Wunder wärmstens empfehlen. Alle Infos darüber findest du hier in der Beschreibung, in den Shownotes. Und falls du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail unter hallo@happycoollove.de. Ich freue mich über deine Rückmeldung. Also, die guten Vorsätze in diesem Jahr, und ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, dass wenn du gute Vorsätze hast, du meist mit viel Motivation beginnst und irgendwann es abflacht und man die guten Vorsätze ganz vergessen hat, oder man bleibt dran und es wird sehr mühselig.
Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte in diesem Jahr mehr auf mich Acht geben, viel mehr auf meine Gesundheit achten, auf meine Ernährung achten, ich möchte gern abnehmen. Am Anfang des Jahres ist es immer so, dass alle sehr, sehr motiviert dabei sind und dann irgendwann ist der gute Vorsatz oder die guten Vorsätze sind dann komplett vergessen. Also ich weiß früher, als ich noch sehr, sehr regelmäßig in mein Lieblings-Yoga-Studio gegangen bin, war Januar der schlimmste Monat, weil auf einmal war die Umkleidekabine noch voller als sonst und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Dorthin zu gehen, bis dann im Februar, März dann wieder alles auf Normalzustand war. Warum ist das eigentlich so? Warum fällt es uns so schwer mit den guten Vorsätzen? Und dafür holen wir mal wieder einen Kurs im Wundern dazu, weil ich habe uns was rausgesucht über Verantwortung, über unsere Gedanken und die Ebenen, die wir meist verwechseln und warum auch gute Vorsätze vielleicht deshalb sehr, sehr schlecht klappen. Also, wir sind dafür in Kapitel 2. In Abschnitt 6, Angst und Konflikt, und dort lesen wir mal Absatz 2 und 3 gemeinsam durch und dann komme ich zurück auf die guten Vorsätze. Also, hier steht: Ich fördere die Verwechslung der Ebenen nicht. Du aber musst dich zu ihrer Berichtigung entscheiden. Verwechslung der Ebenen, hier redet Jesus mit uns, wenn eine Ich-Person mit uns redet. Er sagt, ich fördere diese Ebenenverwechslung nicht. Was passiert denn hier auf menschlicher Ebene? Wir haben das Ego und das Ego-Denksystem, das ist eine Ebene. Und dann gibt es eine geistige, höhere, liebevolle Ebene. Das ist die andere Ebene. Und hier in dieser menschlichen Form, wenn wir diesem dominanten Denksystem folgen, denken wir immer, dass das die absolute Wahrheit ist, dass das die Ebene ist, die ausschlaggebend ist, diese menschliche mit den 5 Sinnen und dem Ego-Denksystem. Wir denken, das lenkt. Und damit verwechseln wir die Ebenen, weil wir denken, die Ebene, die ausschlaggebend ist die menschliche, wobei die geistige die ausschlaggebende ist. Und wir verwechseln das ganz oft hier. Und auch wenn wir mit dem Kurs beginnen, müssen wir uns immer wieder hinterfragen, okay, welche Ebene bediene ich hier gerade wirklich? Und welcher Ebene gebe ich gerade den Auftrag, mich hier durch diese Situation zu führen? Weil wenn du die Ego-Ebene und die menschliche Ebene als deine absolute Wahrheit und deinen Referenzpunkt nimmst, dann wirst du immer im Chaos enden. Es ist keine Bestrafung, es ist die logische Konsequenz, weil du nicht verstehst, wo die Wahrheit liegt und damit die Veränderung möglich ist. Also, ich lese mal weiter. Du würdest ein wahnsinniges Verhalten, und hier gehen wir in Verhalten, ne? Verhalten ist die menschliche Ebene, das Offensichtliche, unser Verhalten, das ist das, was wir oft genug bei den guten Vorsätzen versuchen zu verändern. Und jetzt halt das mal in deinem Hinterkopf. Du würdest ein wahnsinniges Verhalten deinerseits nicht dadurch entschuldigen, dass du sagst, du könntest nichts dafür. Also, wir wissen, dass wir unser Verhalten selbst lenken, sozusagen. Weshalb solltest du wahnsinniges Denken entschuldigen? Also da gehen wir wieder auf eine höhere Ebene. Diese geistige Ebene denkt. Und unser Verhalten auf dieser niedrigen menschlichen Erfahrungsebene folgt nur unserem Denken. Das ist, worauf wir jetzt hier hingewiesen werden. Und deshalb, glaube ich, ist meine große Annahme, ist es, warum gute Vorsätze oft genug nicht funktionieren, weil wir versuchen, auf einer menschlichen Ebene etwas zu lösen, was auf einer geistigen Ebene gestartet ist. Also wenn ich versuche, mein Essverhalten zu verändern, dann bin ich in der Ebene, wo sich die Symptome zeigen, aber nicht die Ursache. Ich muss an der Ursache ansetzen, damit ich wirklich etwas verändere, und deswegen ist meine Annahme, funktionieren gute Vorsätze oft genug nicht. Also wir lesen noch ein Stück. Hier liegt eine Verwechslung vor, die du dir besser genau ansehen solltest. Möglicherweise glaubst du, dass du verantwortlich bist für das, was du tust. Also die menschliche offensichtliche Ebene führt aus, aber nicht für das, was du denkst. Und dort ist halt das Problem. Wir verwechseln Ursache und Wirkung. Unsere Ursache ist unser Denken, unser Geist, und das Tun ist nur noch die Wirkung. Wir lesen noch ein Stück.
Die Wahrheit ist, dass du verantwortlich bist für das, was du denkst, weil du nur auf dieser Ebene eine Wahl treffen kannst. Obacht, das ist super, super wichtig, falls du grundsätzlich an gute Vorsätze im neuen Jahr glaubst, musst du anfangen, bei der Ursache anzusetzen. Es hilft nichts zu sagen, ich verändere mein Essverhalten. Wir müssen an die Ursache gehen, warum du überhaupt dein Essverhalten eher ungesund ausgerichtet hattest. Was für ein Denken, was in deinem Geist hat dich dazu geführt, ungesund zu essen? Und wenn du da ansetzt und dieses Denken veränderst, dann kann sich vielleicht auch ein gesünderes Essverhalten durchsetzen auf dieser menschlichen Ebene. Also wir lesen noch ein Stück. Die Wahrheit ist, dass du verantwortlich bist für das, was du denkst, weil du nur auf dieser Ebene eine Wahl treffen kannst. Was du tust, also die Wirkung kommt von dem, was du denkst, Ursache und Wirkung. Du kannst dich nicht dadurch von der Wahrheit trennen, dass du dem Verhalten Autonomie verleihst. Also dein Verhalten ist nicht getrennt von deinem Denken, von deinem Geist. Das wird automatisch von dir kontrolliert, sobald du das, was du denkst, meiner Führung unterstellst. Also müssen wir immer wieder unser Denken einer höheren Ebene übergeben. Wir wollen unsere kleinste Bereitschaft aufbringen, damit wir unseren Geist wieder einer höheren Ebene übergeben, damit unser Denken einer höheren Ebene übergeben und so kann unser Tun auch sich dementsprechend anpassen. Jedes Mal, wenn du Angst hast, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du deinem Geist erlaubt hast, Fehl zu erschaffen und mir nicht erlaubt hast, dass ich ihn lenke. Heißt, jedes Mal, wenn wir Angst haben, ist es ein sicheres Zeichen, dass du dem Ego-Denksystem wieder vertraut hast, dass du deiner eigenen kleinen menschlichen Stärke vertraut hast und nicht der Stärke, die alles erschaffen hat. Es ist sinnlos zu glauben, dass die Folgen deines falschen Denkens zu kontrollieren zur Heilung führen kann. Also, dass du dein Tun irgendwie kontrollierst, hilft, dass das wirklich irgendwie eine nachhaltige Veränderung mit sich bringt. Wenn du angsterfüllt bist, hast du dich falsch entschieden. Das ist der Grund, weshalb du dich dafür verantwortlich fühlst. Du musst anderen Geistes werden. Hier ist die wahre Veränderung. Hier ist die Ursache. Wenn wir gute Vorsätze haben, dann müssen wir mit unserem Denken, mit unserem Geist beginnen. Es nützt nichts, dein Verhalten zu verändern, weil das ist mühselig, das ist anstrengend und es wird nicht zu dem gewünschten, Erfolg führen. Du musst anderen Geistes werden, nicht dein Verhalten ändern und das ist eine Frage der Bereitwilligkeit. Heißt, ich muss meine Bereitwilligkeit dafür aufbringen und mein Geist einer höheren Ebene übergeben und sagen, lenk du mich, ich hab's allein probiert, es ist im Chaos geendet, ich will, dass es anders wird, also ist die einzige Möglichkeit dafür, dass ich mein Denken dir übergebe, lenke du. Und wenn du das tust, bist du dann nicht eine machtlose Marionette, sondern dann zapfst du die Macht überhaupt an. Also wir lesen jetzt diesen Absatz mal kurz zu Ende. Du brauchst keine Führung außer auf der Ebene des Geistes. Die Berichtigung gehört nur auf die Ebene, auf der Veränderung möglich ist, geistige Ebene. Veränderung bedeutet nicht auf der Ebene der Symptome, dem Handeln, dieser rein menschlichen Ebene, auf der sie nicht wirksam sein kann. Also super schöne Hinweise für unsere guten Vorsätze im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob das irgendwas für dich verändert, falls du in diesem Jahr neue Vorsätze hattest und etwas verändern möchtest, aber ganz klar ist, wenn du nur dein Verhalten veränderst, dann wird sich nicht nachhaltig etwas verändern. Du wirst wahrscheinlich sehr frustriert sein, weil du die Ursache nicht bedenkst. Die Ursache ist immer dein Geist. Welchen limitierenden Glaubenssatz hältst du zum Beispiel, weil wir ja bei dem Beispiel von Ernährung waren, über deine Ernährung und über deine Gesundheit und über das, was du verdienst, wie gut du zu dir sein darfst, fest? Und warum hältst du an diesem Gedanken fest? Und wenn dieser Gedanke dich noch beherrscht, ist es egal, wie du deine Ernährung anpasst, weil dieser Gedanke wird dich immer wieder zurück dazu führen, dass du dich in deiner Ernährung nicht verändern wirst, zumindest nicht nachhaltig. Weil ist dir schon mal etwas aufgefallen, was ich beobachte, wenn ich
Das kommt noch vielleicht hinzu als eine kleine Herausforderung oder als ein kleiner kosmischer Witz, ich weiß es nicht. Wenn ich mir vornehme, etwas in meinem Leben zu verändern, wenn ich sage, das möchte ich anders haben, das muss anders gehen, es gibt eine andere Art, mit dieser Situation umzugehen, ist es, als wenn das Universum dann sagt, okay, Peri, du hast gesagt, du möchtest anders mit dieser Situation umgehen, dann geben wir dir ganz oft eine ähnliche Situation, damit du dich überprüfen kannst, ob du im Geist jetzt auch anders wählst, ob du dein Denken jetzt wirklich auch veränderst. Weil wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte mein Essverhalten verändern, ich möchte weniger Alkohol trinken oder weniger Zucker zu mir nehmen, was wird in meinem Leben höchstwahrscheinlich passieren? Situationen, Freunde, keine Ahnung, Nachbarn, die mir auf einmal Kuchen bringen oder Nachbarn oder Freunde, die sagen, lass uns doch mal was trinken gehen. Ich weiß nicht, ob du das auch in deinem Leben beobachtest. Dann kommen diese Situationen, wo du dann mit deinem Denken anders wählen kannst. Sagen kannst, okay, ich weiß, das ist jetzt keine Strafe, sondern ich darf mich überprüfen. Folge ich denn meinem neuen Grundsatz oder nicht? Also das ist, was ich auch immer wieder beobachte, dass bloß weil ich eine höhere Version von mir leben will, eine liebevollere, dass das Leben nicht sofort sagt Ja und Amen und es passiert nichts mehr, was dich in der Richtung herausfordert, sondern genau das Gegenteil. Ich darf mich überprüfen, wo halte ich an dieser Illusion vielleicht doch noch fest oder wo kann ich tatsächlich mal neu wählen und merken, okay, ich bin hier wirklich gewachsen, weil wenn meine Nachbarin mir Kuchen anbietet, obwohl ich gesagt habe, ich will zuckerfrei leben, kann ich ganz liebevoll Nein sagen zu diesem Kuchen oder fühle ich mich dann doch noch irgendwie gezwungen, Ja zu sagen, weil ich meiner Nachbarin nicht vor dem Kopf stoßen will. Oder mein Lieblingsbeispiel dazu ist, als ich mich irgendwann wiedergefunden habe mit dem Gedanken, dass ich das, was ich über den Kurs lerne und erfahre, in meinem Leben mit der Welt teilen möchte oder muss fast sogar. Es war so ein Gedanke in mir. Ich habe die Aufgabe, irgendwie meine Erfahrung mit dem Kurs mit der Welt zu teilen. Da hatte ich 1000 Ausreden auch. So wie, oh, das ist peinlich, was sollen die Leute von mir denken? Das ist ein bisschen verrückt, wenn ich jetzt auf einmal über den Kurs rede. Irgendwie ist das nicht mehr bodenständig, was auch immer. Ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Wie soll ich denn den Kurs mit der Welt teilen? Ich habe gar keine Ahnung. Ein Podcast, wie mache ich das denn mit dem Podcast? Ich habe überhaupt keine Idee, ich habe keine Erfahrung damit. Und dann habe ich aber im Außen ganz viel schon vorbereitet für diesen Kurs. Also ich habe mir ein Mikro gekauft, ich habe mir eine Kamera gekauft, ich habe mich eingelesen. Was ich besonders gut kann, ist mich unglaublich gut vorbereiten. Dann habe ich diesen Artikel, den Kurs zum Podcasting und sonst was gemacht. Aber ich konnte irgendwie nicht starten. Irgendetwas in mir war immer noch blockiert. Da war irgendeine Ego-Illusion, die mir es immer noch schwer gemacht hat, irgendwie diesen Podcast zu starten. Und ich wusste aber nicht, was es war. Ich wusste nur, irgendetwas in mir blockiert immer noch. Irgendeine Lieblosigkeit in mir, irgendeine limitierende Überzeugung hielt mich davon ab, obwohl ich alles im Außen schon vorbereitet hatte für den Podcast, wirklich den Podcast zu starten. Und meine Gnade, mein Gnadenmoment, wo Gott mich hingelenkt hat, war ein Aufstellungswochenende, wo ich mir tatsächlich meine Wurzeln angeguckt habe, meine Herkunft und dort einen Glaubenssatz, eine lieblose Idee über mich erfahren habe, nämlich, wenn ich meine Wahrheit teile, dann bin ich in Lebensgefahr. Und für mich war meine Wahrheit teilen die Grundsätze des Kurses in die Welt geben. Und ich hatte das Gefühl, oder ich habe es da klar gesehen, dass ich das mit Lebensgefahr verbinde. Und deshalb hat mein menschliches Selbst alles daran gesetzt, zwar vermeintlich etwas vorzubereiten, aber alles daran gesetzt, es immer diesen Start des Podcasts immer in die Zukunft zu verschieben. Bis ich endlich gesehen habe, welcher Glaubenssatz, welche Seelenkorrektur da eigentlich mich im Griff hatte. Und dann konnte ich immer wieder sehr, sehr bewusst wählen. Will ich diesen Satz weiterhin in meinem Geist füttern oder will ich neu wählen? Oder kann ich auch Dinge in meinem Leben sehen und Beweise dafür sehen, dass dieser Glaubenssatz gar nicht eintrifft?
oder gar nicht mehr wahr ist oder nie in diesem Leben wahr war. Wer weiß, aus welchem Leben ich diesen Glaubenssatz überhaupt mitgebracht hatte in dieses Leben als Peri, um ihn zu transformieren. Das ist ja die Aufgabe. Die Aufgabe ist ja nicht, Gefangene von diesem Glaubenssatz zu sein, sondern die Aufgabe war es für mich und ist es heute noch, immer wieder zu wissen, ich kann neu wählen, wenn dieser Glaubenssatz wieder um die Ecke kommt, und manchmal kommt er heute noch so ganz, ganz leicht, so ein kleiner Schatten davon, und ich kann darüber nur noch schmunzeln und wissen, okay, meine Aufgabe ist, ihn nicht wieder zu bekräftigen, mich nicht wieder zurückzuziehen, sondern noch mutiger in die Welt zu gehen, noch mutiger meine Stimme zu teilen, weil ich weiß, ich kann ja gar nicht sterben. Im absoluten Sinne bin ich Leben, egal, auch wenn ich diesen Körper ablege, ist Tod unmöglich. Und ich habe mir dadurch, dass ich an diesem Podcast festgehalten habe und wirklich gestartet bin, so oft auch gezeigt, dass dieser Glaubenssatz falsch ist. Er wollte mich auf dieser menschlichen Ebene vielleicht sicher halten, aber die Art, wie er mich sicher gehalten hat, war ja, dass er mich limitiert hat. Er hat mich ja klein gehalten. Und vielleicht hast du auch solche Sätze, die dich immer noch klein halten, und vielleicht passiert dir etwas wie bei mir, dass die Gnade Gottes dich ereilt und du ganz klar siehst, welcher Satz dich gerade daran hindert, auf menschlicher Ebene vielleicht mehr zu leuchten, mehr Mut aufzubringen, mehr deine Wahrheit mit der Welt zu teilen oder was auch immer es ist, was du merkst, was in die Welt möchte durch dich, und du weißt noch nicht, warum du dich nicht ganz traust. Also, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Start in das neue Jahr 2026. Möge es wirklich voller Wunder für dich sein, voller Frieden und voller Licht. Und ich freue mich natürlich immer wieder auch auf deine Rückmeldung. Wie ist es bei dir mit den guten Vorsätzen? Und hast du da auch immer noch vielleicht eine Herausforderung mit Ursache, Wirkung? Oder ist das bei dir schon ziemlich klar? Ich freue mich, wie gesagt, auf deine Rückmeldung und wünsche dir erstmal eine ganz, ganz wundervolle Woche. Ich weiß nicht, ob bei euch auch alles so verschneit ist. Ein Winterwunderland ist gerade Hamburg, und genieß auch das, falls es bei dir auch so viel Schnee gibt. Wir hören uns ganz bald wieder. Pass bis dahin gut auf dich auf. Deine Peri.